Italki German. Wir brauchen wirklich eine Klimaanlage. Ja, in der Wohnung ist es abends noch sehr warm. Schau mal, hier sind mehrere Modelle. Ich kenne den Unterschied nicht so gut. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Wir suchen eine Klimaanlage für unsere Wohnung. Natürlich. Für wie groß ist der Raum? Das Wohnzimmer hat ungefähr 25 Quadratmeter. Und die Küche ist offen, also ist es manchmal noch wärmer. Verstehe. Möchten Sie ein mobiles Gerät oder eine feste Anlage? Eher ein mobiles Gerät. Ja, wir wohnen zur Miete. Dann ist ein mobiles Gerät meistens einfacher. Muss man da etwas am Fenster machen? Ja, der Schlauch muss nach draußen. Brauchen wir dafür ein spezielles Fensterteil? Bei diesem Modell ist ein Fensterset dabei. Das klingt gut. Ist das Gerät laut? Ein bisschen, ja. Wie laut ungefähr? Im normalen Betrieb hört man es deutlich. Also nicht ideal zum Schlafen? Für leichte Schläfer eher nicht. Ich schlaf leider sehr leicht. Das stimmt, sogar der Kühlschrank stört dich. Sehr witzig. Es gibt auch einen Nachtmodus. Und ist der viel leiser? Etwas leiser, aber ganz still ist es nicht. Haben Sie ein stärkeres Modell? Ja, dort drüben steht eins mit mehr Leistung. Ist es auch größer? Ja, sind ein bisschen breiter und schwerer. Schwer ist kein Problem. Doch wenn wir es ins 3. Stockwerk tragen müssen. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Wir bieten auch Lieferung an. Das wäre gut. Was kostet die Lieferung? Innerhalb der Stadt kostet sie 29 €. Das ist okay. Wie viel kostet das kleinere Modell? Das kostet 399 €. Und das Stärkere? Das kostet 449 €. Der Unterschied ist nicht so groß. Ja, aber wir wollten eigentlich unter 400 € bleiben. Stimmt. Dann wäre vielleicht dieses Modell in der Mitte interessant. Was ist daran anders? Es ist leiser als das erste und günstiger als das große. Wie viel kostet es? 389 €. Das klingt besser. Reicht es auch für 25 Quadratmeter? Ja, das sollte gut passen. Und für eine offene Küche? Wenn es sehr heiß ist, arbeitet es etwas länger, aber es schafft das. Wie ist der Stromverbrauch? Er ist bei diesem Modell recht ordentlich. Was heißt ordentlich? Es verbraucht weniger als viele ältere Geräte. Also keine Stromrechnung des Schreckens? Eher nicht, wenn Sie es normal nutzen. Kann man damit auch nur die Luft entfeuchten? Ja, diese Funktion hat es auch. Das finde ich gut. Vor allem an schwülen Tagen.
Genau. Wie schwer ist das Gerät? Ungefähr 26 Kilo. Uff, das ist doch ziemlich schwer. Es hat Rollen, das hilft in der Wohnung. Das ist praktisch. Kann man es leicht bedienen? Ja, es hat einfache Tasten und eine Fernbedienung. Sehr gut. Meine Technikgeduld ist begrenzt. Das kann ich bestätigen. Möchten Sie es kurz eingeschaltet sehen? Ja, bitte. Einen Moment, ich mache es an. Es klingt wirklich nicht zu laut. Ja, ich hatte es schlimmer erwartet. Im Nachtmodus ist es noch etwas ruhiger. Ich glaube, das ist unser Modell. Ich denke auch. Möchten Sie es gleich mitnehmen oder liefern lassen? Lieber liefern lassen. Ja, bitte. Gut, dann gehe ich mit Ihnen zur Kasse. Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, danke, das war sehr hilfreich. Sehr gern. Ich freue mich, wenn es bei Ihnen bald kühler wird. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Natürlich, was ist das Problem? Ich benutze diese Kasse zum ersten Mal. Kein Problem, ich zeige es Ihnen. Danke. Ich bin ein bisschen unsicher. Legen Sie zuerst Ihre Einkaufstasche hier hin. Auf diese Fläche? Ja, genau auf die Ablagefläche. Okay, jetzt steht auf dem Bildschirm etwas. Drücken Sie auf eigene Tasche. Hier unten? Ja, genau. Jetzt kann ich anfangen? Ja, scannen Sie zuerst ein Produkt. Ich nehme die Milch. Halten Sie den Strichcode vor den Scanner. Wo ist der Strichcode? Auf der Rückseite ganz unten. Ah, jetzt hat es gepiept. Sehr gut, jetzt stellen Sie die Milch auf die Ablagefläche. Muss jedes Produkt dort stehen? Ja, die Kasse kontrolliert das Gewicht. Das wusste ich nicht. Viele Kunden wissen das beim ersten Mal nicht. Jetzt scanne ich die Nudeln. Genau. Oh, jetzt steht da unerwarteter Artikel. Haben Sie die Nudeln schon in die Tasche gelegt? Ja, direkt nach dem Scannen. Dann nehmen Sie sie bitte noch einmal heraus. So, Ja, und jetzt langsam wieder auf die Fläche legen. jetzt funktioniert es. Perfekt. Und wie scanne ich diese Äpfel? Die Äpfel haben keinen Strichcode. Was muss ich dann machen? Drücken Sie auf Obst und Gemüse. Dann sehe ich viele Bilder. Genau. Wählen Sie jetzt Äpfel. Es gibt aber verschiedene Sorten. Welche Äpfel haben Sie genommen? Die roten aus dem Angebot. Haben Sie noch das Schild im Kopf? Ich glaube, es waren Galaäpfel. Ja, das sieht nach Gala aus. Jetzt soll ich die Äpfel wiegen. Legen Sie sie einfach auf die Waage. Ist die Waage hier unter dem Scanner? Ja, genau diese Fläche. Jetzt zeigt die Kasse 1 Kilo und 200 Gramm. Dann drücken Sie auf Bestätigen.
Gut, das war einfacher als gedacht. Nach ein paar Einkäufen geht es ganz schnell. Jetzt kommt das Brot. Hat das Brot eine Aufkleber? Nein, ich habe es aus dem Regal genommen. Dann wählen Sie Backwaren. Ich sehe Brötchen, Brezeln und Brot. Wählen Sie das Meerkornbrot. Dieses hier? Ja, genau. Jetzt fragt die Kasse nach der Menge. Sie haben ein Brot, also wählen Sie 1. Fast hätte ich 2 gedrückt. Dann hätten Sie leider zu viel bezahlt. Gut, dass Sie hier sind. Dafür bin ich da. Ich habe auch eine Flasche Wein. Dann muss ich kurz Ihr Alter bestätigen. Brauchen Sie meinen Ausweis? Ja, bitte. Hier ist mein Personalausweis. Danke, das passt. Jetzt steht wieder alles auf grün. Dann können Sie den letzten Artikel scannen. Das ist nur noch die Schokolade. Sehr gut. Jetzt drücke ich auf Bezahlen, oder? Ja, möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Mit Karte bitte. Dann wählen Sie Kartenzahlung. Kann ich kontaktlos bezahlen? Ja, halten Sie die Karte einfach an das Gerät. Jetzt möchte das Gerät meine Geheimzahl. Dann geben Sie sie bitte ein und bestätigen sie. Fertig. Die Zahlung wurde akzeptiert. Brauche ich den Kassenbon? Sie können ihn ausdrucken oder digital bekommen. Ich nehme ihn lieber auf Papier. Dann drücken Sie auf den Bon drucken. Da kommt er schon. Jetzt können Sie Ihre Einkäufe einpacken. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sehr gern. Beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht allein. Bestimmt, und sonst helfen wir Ihnen wieder. Das ist beruhigend. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Hallo, Schatz, hast du kurz Zeit? Ja, ich mache gerade Mittagspause. Perfekt. Ich wollte hören, wie dein Tag läuft. Ganz gut, aber heute ist ziemlich viel los. Was ist passiert? Meine Kollegin ist krank und ich muss ihre Aufgaben übernehmen. Oh nein, das klingt stressig. Ja, ein bisschen, aber ich komme klar. Hast du wenigstens schon etwas gegessen? Ja, ich habe einen Salat und ein Brötchen dabei. Sehr gesund. Na ja, heute Morgen hatte ich keine Zeit für etwas anderes. Du bist wieder zu spät aufgestanden, oder? Nur 10 Minuten. 10 Minuten sind bei dir eine ganze Stunde. Sehr lustig. Und hast du den Bus noch bekommen? Gerade so. Dann hattest du Glück. Ja, aber ich musste zur Haltestelle laufen. Das war bestimmt dein Sport für heute. Ganz genau. Wie ist dein Chef heute? Eigentlich ganz freundlich. Das klingt überraschend. Er hat mir sogar einen Kaffee gebracht. Dann ist heute wirklich ein besonderer Tag. Vielleicht braucht er später noch etwas von mir. Das kann natürlich sein.
Und wie läuft dein Tag? Ruhiger als deiner. Bist du noch im Büro? Ja, aber ich arbeite heute nur bis 4 Uhr. Ach, das ist schön. Danach gehe ich noch kurz in den Supermarkt. Kannst du bitte Milch mitbringen? Natürlich. Und wir brauchen auch Tomaten. Milch und Tomaten. Verstanden. Vielleicht auch Brot. Welches Brot möchtest du? Das dunkle Brot mit den Körnern. Das kaufe ich. Danke. Hast du heute noch viele Termine? Noch 2 Besprechungen. Oh, bis wann arbeitest du? Wahrscheinlich bis 5:30. Soll ich dich danach abholen? Das wäre lieb, aber ich fahre mit der Bahn. Bist du sicher? Ja, du musst nicht extra kommen. Okay, dann mache ich schon etwas zu essen. Wirklich? Warum klingst du so überrascht? Weil du gestern auch kochen wolltest. Gestern war ich müde. Und dann haben wir Pizza bestellt. Heute koche ich wirklich. Was gibt es? Nudeln mit Tomatensauce. Das klingt gut. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Salat. Jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Warte erst, bis du das Ergebnis siehst. Soll ich lieber noch etwas vom Imbiss mitbringen? Du vertraust mir gar nicht. Doch, natürlich. Das klang aber anders. Ich mache nur Spaß. Gut, dann essen wir heute gegen 7 Uhr. Das passt. Bist du heute Abend noch sehr müde? Wahrscheinlich schon. Dann machen wir einen ruhigen Abend. Das wäre schön. Vielleicht schauen wir eine Folge von unserer Serie. Ja, aber nur eine Folge. Das sagen wir jedes Mal. Und dann schauen wir 3. Heute bin ich diszipliniert. Das glaube ich erst später. Okay, ich lasse dich jetzt weiterarbeiten. Danke für den Anruf. Gern, ich wollte einfach deine Stimme hören. Das ist süß. Dann bis heute Abend. Bis später, Schatz. Hab noch einen guten Tag. Du auch und vergiss die Milch nicht. Die Milch, die Tomaten und das Brot. Perfekt. Bis später. Bis später. Guten Morgen, ich bin Daniel, der neue Mitarbeiter. Guten Morgen, Daniel. Willkommen im Team. Danke, ich bin ein bisschen nervös. Das ist ganz normal am ersten Tag. Arbeiten Sie auch in der IT-Abteilung? Ja, ich bin Systemadministratorin. Ah, dann arbeiten wir wahrscheinlich oft zusammen. Bestimmt. Und hier im Team sagen wir normalerweise du. Okay, gern. Ich heiße übrigens Laura. Freut mich, Laura. Komm, dein Arbeitsplatz ist hier. Der Schreibtisch am Fenster? Ja, genau. Das ist ein schöner Platz.
Und ziemlich ruhig. Der Laptop steht schon da. Ja, aber du musst dich zuerst anmelden. Habe ich schon ein Passwort? Du solltest eine Nachricht auf deinem privaten Handy bekommen haben. Einen Moment. Ich schaue nach. Ja, hier ist eine Nachricht. Gut, darin steht dein erstes Passwort. Muss ich es später ändern? Ja, direkt nach der ersten Anmeldung. Okay, ich gebe es jetzt ein. Es funktioniert nicht. Hast du vielleicht ein Leerzeichen mitkopiert? Das kann sein. Versuch es noch einmal ohne Leerzeichen. Jetzt funktioniert es. Perfekt. Jetzt soll ich ein neues Passwort wählen. Es muss mindestens 12 Zeichen haben. Brauche ich auch eine Zahl? Ja, und ein Sonderzeichen. Dann muss ich mir etwas Gutes überlegen. Aber bitte nicht den Namen deiner Katze. Woher weißt du, dass ich eine Katze habe? Das war nur ein Beispiel. Und dann war es ein sehr gutes Beispiel. Hast du das Passwort gespeichert? Ja, jetzt bin ich angemeldet. Sehr gut. Was mache ich als nächstes? Zuerst verbinden wir dich mit dem Firmennetzwerk. Ist das dieses WLAN hier? Nein, Mitarbeiter nutzen ein anderes Netzwerk. Brauche ich dafür wieder ein Passwort? Nein, das läuft über dein Benutzerkonto. Ah, jetzt steht da verbunden. Dann testen wir kurz deine E-Mail. Das Programm ist schon geöffnet. Hast du eine Willkommensmail bekommen? Ja, sogar 3. Eine ist vom Personalbüro und eine vom IT-Team. Und die 3. ist von Markus. Das bin ich. Oh, hallo. Hallo Daniel, ich bin Markus, dein Teamleiter. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wir können auch gern du sagen. Gern, das ist einfacher. Wie läuft die Einrichtung? Fast alles funktioniert. Nur das Passwort war am Anfang etwas schwierig. Dann ist dein erster IT-Fehler schon gelöst. Na, das beruhigt mich. Heute geht es hauptsächlich um das Team und die Systeme. Bekomme ich schon eine Aufgabe? Eine kleine Aufgabe, aber keinen Stress. Wir zeigen dir zuerst unser Ticketsystem. Damit kenne ich mich ein bisschen aus. Das ist gut. Welche Aufgaben bearbeitet das Team normalerweise? Wir helfen bei technischen Problemen und betreuen interne Anwendungen. Manchmal reparieren wir auch Drucker. Das gehört also wirklich überall zur IT. Leider ja. Und was wird meine Hauptaufgabe sein? Du unterstützt zuerst den internen Support. Also Passwörter, Programme und Geräte? Genau, und später auch kleine Automatisierungen. Das klingt interessant. Ich öffne jetzt das Ticketsystem. Ich sehe viele offene Anfragen. Keine Sorge, du musst heute nicht alle lösen. Gut, ich hatte schon kurz Angst. Wir beginnen mit einem einfachen Ticket. Hier steht, dass ein Mitarbeiter keinen Zugriff auf einen Ordner hat.
Genau, das prüfen wir gemeinsam. Soll ich zuerst den Benutzernamen kontrollieren? Sehr gut, das ist der richtige Anfang. Du denkst schon wie ein Support-Mitarbeiter. Dann war die Bewerbung wohl keine schlechte Idee. Nein, bestimmt nicht. Willkommen im IT-Team, Daniel. Danke, ich freue mich auf die Arbeit mit euch. Guten Morgen, ich bin Amir, der neue Mitarbeiter. Guten Morgen, Amir. Willkommen im Lager. Danke, heute ist mein erster Arbeitstag. Ich weiß, ich heiße Frau Keller und bin deine Teamleiterin. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hier im Team sagen wir normalerweise du. Okay, gern. Du kannst mich Anna nennen. Danke, Anna. Hast du deine Arbeitskleidung schon bekommen? Ja, die Hose und die Jacke habe ich. Und die Sicherheitsschuhe? Die sind hier in der Tasche. Sehr gut, die musst du immer im Lager tragen. Ich ziehe sie gleich an. Der Umkleideraum ist dort hinten. Soll ich meine Sachen in einen Schrank legen? Ja, du bekommst einen eigenen Schrank. Brauche ich ein Schloss? Nein, der Schlüssel steckt schon. Perfekt. Danach zeige ich dir deinen Arbeitsplatz. Muss ich heute schon allein arbeiten? Nein, heute arbeitest du mit Jonas. Hallo, du musst Amir sein. Ja, genau, hallo. Ich bin Jonas. Freut mich. Keine Sorge, ich war an meinem ersten Tag auch nervös. Das beruhigt mich ein bisschen. Jonas zeigt dir heute das Kommissionieren. Was bedeutet Kommissionieren genau? Wir sammeln Produkte für Bestellungen. Also suche ich die Produkte im Lager? Genau, mit diesem Scanner. Der Scanner zeigt mir den Platz. Ja, zuerst siehst du die Regalnummer. Und dann die Menge? Richtig. Bitte kontrolliere jedes Produkt genau. Was passiert bei einem Fehler? Dann bekommt der Kunde vielleicht den falschen Artikel. Verstanden. Ich arbeite lieber langsam und richtig. Am Anfang ist das auch besser. Später wirst du automatisch schneller. Wie lange dauert die Einarbeitung? Normalerweise ungefähr eine Woche. Das klingt gut. Komm, wir machen eine einfache Bestellung zusammen. Okay, ich bin bereit. Drück zuerst auf Auftrag starten. Hier auf dem grünen Feld? Ja, genau. Jetzt steht da Regal B12. Dann gehen wir zu Bereich B. Ist das weit? Nein, nur 2 Gänge weiter. Hier steht B12. Sehr gut. Jetzt suchst du Fach 4. Das ist hier oben. Genau. Welches Produkt zeigt der Scanner? Eine Packung Kaffee. Vergleiche die Artikelnummer. Die Nummer ist gleich. Dann scannst du den Strichcode. Es hat gepiept. Jetzt legst du die Packung in den Wagen. Das war einfach. Die nächste Position ist etwas schwieriger. Warum? Das Produkt steht ganz unten.
Soll ich mich einfach bücken? Ja, aber halte den Rücken möglichst gerade. Und schwere Kartons hebst du nie allein. Ab welchem Gewicht brauche ich Hilfe? Wenn es sich zu schwer anfühlt, fragst du sofort. Okay, Sicherheit geht vor. Genau, hier hilft jeder jedem. Das finde ich gut. Deine Pause beginnt heute um 9:30. Wie lange dauert die Pause? 15 Minuten. Gibt es einen Pausenraum? Ja, mit Kaffee, Wasser und einer Mikrowelle. Kann ich mein eigenes Essen mitbringen? Natürlich, das machen fast alle. Gut, ich habe etwas dabei. Hast du noch Fragen zum ersten Tag? Ja, was mache ich, wenn ich etwas nicht verstehe? Du fragst sofort nach. Auch zweimal, wenn es nötig ist. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Das ist kein Problem. Wir sprechen einfach etwas langsamer. Danke, das hilft mir sehr. Dann wünsche ich dir einen guten Start. Danke, ich freue mich auf die Arbeit. Dann holen wir jetzt den nächsten Artikel. Gut, diesmal versuche ich es allein. Sehr gern, ich bleib direkt neben dir. Guten Morgen, ich bin Sophia, die neue Mitarbeiterin. Guten Morgen, Sophia, willkommen im Hotel. Danke, heute ist mein erster Tag. Ich bin Herr Wagner und leite die Rezeption. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wir können gern du sagen. Okay, gern. Du kannst mich Martin nennen. Danke, Martin. Hast du schon einmal an einer Hotelrezeption gearbeitet? Ja, aber nicht in Deutschland. Dann kennst du die wichtigsten Aufgaben schon. Ein bisschen nervös bin ich trotzdem. Das ist am ersten Tag ganz normal. Was machen wir zuerst? Zuerst meldest du dich am Computer an. Brauche ich dafür ein Passwort? Ja, hier ist dein vorläufiges Passwort. Muss ich es später ändern? Ja, direkt nach der Anmeldung. Gut, jetzt bin ich im System. Hier siehst du alle Anreisen für heute. Es kommen ziemlich viele Gäste. Heute erwarten wir ungefähr 30 Anreisen. Das ist viel für meinen ersten Tag. Keine Sorge, du arbeitest nicht allein. Hallo, du bist bestimmt Sophia. Ja, genau. Ich bin Lena und arbeite heute mit dir. Freut mich, Lena. Ich zeige dir gleich einen normalen Check-in. Das wäre sehr hilfreich. Vorher schauen wir uns kurz die Reservierungen an. Wo finde ich den Namen des Gastes? Hier oben steht der Nachname. Und hier steht die Zimmernummer? Genau. Was bedeutet dieses gelbe Zeichen? Der Gast hat einen besonderen Wunsch. Welchen Wunsch hat er? Er möchte ein ruhiges Zimmer. Muss ich das beim Check-in noch einmal bestätigen? Ja, das ist immer freundlich. Jetzt prüfen wir die Schlüsselkarten. Wie programmiert man eine Karte? Du legst sie auf dieses Gerät. Und dann wähle ich die Zimmernummer? Richtig. Wie lange ist die Karte gültig?
Bis zum Abreisetag um 11 Uhr. Was mache ich, wenn die Karte nicht funktioniert? Dann prüfst du zuerst die Reservierung. Und danach programmiere ich die Karte neu? Genau. Das klingt nicht zu schwer. Du lernst es schnell. Jetzt kommt gerade ein Gast. Soll ich schon helfen? Ja, ich bleibe direkt neben dir. Guten Morgen, herzlich willkommen. Sehr gut, sprich einfach langsam. Haben Sie eine Reservierung? Jetzt wartest du auf den Namen. Okay, der Gast heißt Herr Becker. Suche den Namen im System. Hier ist die Reservierung. Frag jetzt nach dem Ausweis. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Sehr gut. Die Daten stimmen. Dann bestätigst du die Adresse. Ist Ihre Adresse noch aktuell? Perfekt. Das Frühstück ist von 6:30 Uhr bis 10 Uhr. Sehr gut. Und wo ist der Frühstücksraum? Der Frühstücksraum ist im Erdgeschoss. Und das WLAN? Das WLAN-Passwort steht auf der Schlüsselkarte. Sehr gut. Ihr Zimmer ist im 3. Stock. Jetzt erklärst du noch den Weg zum Aufzug. Der Aufzug ist rechts neben der Rezeption. Und zum Schluss? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Das war sehr gut. Wirklich? Ja, du warst freundlich und klar. Ich habe nur bei der Zimmernummer kurz gezögert. Das passiert am Anfang oft. Was mache ich, wenn ich einen Gast nicht verstehe? Du bittest ihn freundlich, langsamer zu sprechen. Kann ich auch einen Kollegen holen? Natürlich, besonders bei schwierigen Fragen. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Dein Deutsch reicht für den Anfang gut aus. Und du wirst jeden Tag sicherer. Danke, das beruhigt mich. Dann machen wir jetzt den nächsten Check-in zusammen. Gern. Diesmal versuche ich noch mehr allein. Sehr gut, willkommen im Team Sophia. Guten Morgen, ich bin Sophia, die neue Mitarbeiterin. Guten Morgen, Sophia. Willkommen im Hotel. Ich auch und es riecht richtig gut. Heute probieren wir also Schnitzel mit Kartoffelsalat. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wir können gern du sagen. Und wie war es? Du kannst mich Martin nennen. Das hier ist auch nicht gerade klein. In Deutschland sind Schnitzel oft größer als der Teller. Dann brauche ich heute kein Abendessen mehr. Dann kennst du die wichtigsten Aufgaben schon. Warum glaubst du mir nicht? Das ist am ersten Tag ganz normal. Das stimmt wirklich. Ihr kennt mich leider zu gut. Brauche ich dafür ein Passwort? Guten Appetit. Guten Appetit zusammen. Danke euch auch. Gut, jetzt bin ich im System. Hier siehst du alle Anreisen für heute. Was war dort anders? Heute erwarten wir ungefähr 30 Anreisen. Das ist viel für meinen ersten Tag. Welche Version ist typisch? Beide sind typisch, aber in verschiedenen Regionen.
Deutschland hat also 2 Kartoffelsalat-Teams. Genau. Und beide denken, dass ihre Version besser ist. Das klingt fast wie Fußball. Nur mit Kartoffeln. Ich mag diese Version mit Essig. Vorher schauen wir uns kurz die Reservierungen an. Ich brauche noch etwas Salz. Der Salzstreuer steht neben dir. Ach ja, direkt vor meiner Nase. Genau. Sehr lustig. Möchtest du auch Zitrone auf das Schnitzel? Ja, bitte. Hier ist ein Stück. Danke. Und wie schmeckt dein erstes deutsches Schnitzel? Sehr gut, aber die Panade macht viele Krümel. Du hast schon den halben Tisch dekoriert. Das ist moderne Kunst. Dann gib deinem Kunstwerk bitte einen Namen. Ich nenne es Schnitzel im Sommer. Wie lange ist die Karte gültig? Wie war eigentlich eure Woche? Meine Woche war anstrengend. Wegen der Arbeit? Ja, wir hatten jeden Tag viele Kunden. Arbeitest du noch im Café? Ja, aber ab nächsten Monat arbeite ich mehr Stunden. Ist das gut für dich? Ja, ich brauche das Geld für die neue Wohnung. Hast du endlich eine Wohnung gefunden? Ja, gestern habe ich den Mietvertrag bekommen. Das sind tolle Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich bin wirklich erleichtert. In welchem Stadtteil ist die Wohnung? Sie ist in der Nähe vom Stadtpark. Das ist eine schöne Gegend. Ist die Miete sehr hoch? Leider ja, aber die Wohnung ist klein und gemütlich. Wie viele Zimmer hat sie? Sie hat 2 Zimmer und einen kleinen Balkon. Ein Balkon ist im Sommer perfekt. Dann machen wir dort den nächsten Abend. Gern, aber zuerst brauche ich Möbel. Wir können dir beim Umzug helfen. Das wäre wirklich lieb. Ich kann Kartons mitbringen. Und ich kann schwere Sachen tragen. Du musst aber vorher dein Schnitzel fertig essen. Das ist mein Training. Und wie läuft es bei dir im neuen Job? Ganz gut, aber ich verstehe noch nicht alle Kollegen. Sprechen Sie sehr schnell? Ja, besonders in der Mittagspause. Bei der Arbeit sprechen alle plötzlich doppelt so schnell. Das Gefühl kenne ich. Manchmal lächle ich einfach und hoffe, dass es passt. Das kann gefährlich sein. Warum? Vielleicht sagst du aus Versehen zu einer zusätzlichen Schicht ja. Das ist mir fast passiert. Was hat dein Chef gefragt? Er hat gefragt, ob ich am Samstag kommen kann. Und du hast einfach genickt? Ja, weil ich nur Samstag verstanden habe. Was hast du dann gemacht? Ich habe später noch einmal nachgefragt. Sehr gut. Jetzt arbeite ich am Samstag doch nicht. Dann hast du Glück gehabt. Nachfragen ist immer besser als nur lächeln. Das habe ich jetzt gelernt. Mein Problem ist nicht das Sprechen, sondern die Bürokratie. Was musst du gerade machen? Ich muss meine Adresse ändern.
Hast du schon einen Termin beim Bürgeramt? Ja, in 3 Wochen. 3 Wochen sind hier fast schnell. Hast du alle Dokumente? Ich glaube schon. Du solltest lieber noch einmal die Liste prüfen. Gute Idee, sonst fehlt sicher genau ein Papier. Das passiert immer. Und dann bekommt man einen neuen Termin. Bitte macht mir keine Angst. Keine Sorge, wir helfen dir später mit der Liste. Danke, ihr seid wirklich gute Freunde. Das sagen wir nur wegen des Desserts. Ich wusste es. Möchte noch jemand ein Stück von meinem Schnitzel? Ich schaffe meins schon kaum. Ich nehme ein kleines Stück. Ich dachte, du bist satt. Ein kleines Stück geht immer. Das sagst du sonst über Kuchen. Apropos Kuchen, was essen wir danach? Ich hätte gern Apfelstrudel. Natürlich möchtest du ein Dessert. Ich bin einfach zuverlässig. Dann teilen wir vielleicht 2 Portionen. Das klingt vernünftig. Gut, aber dieses Mal teilt ihr wirklich. Versprochen. Das war ein richtig schöner Abend. Ja, wir sollten das öfter machen. Beim nächsten Mal probieren wir ein anderes deutsches Gericht. Solange es danach Dessert gibt, bin ich dabei. Hallo und willkommen zu unserem Podcast über das Leben in Frankfurt. Heute sprechen wir darüber, wie es ist, als Expat hier zu leben. Ich bin Elena und komme aus Spanien. Und ich bin David und komme aus Kanada. Wie lange lebst du schon in Frankfurt? Seit ungefähr 2 Jahren. Ich bin seit einem Jahr hier. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag? Sehr gut, ich war müde, nervös und total verwirrt. Das klingt nach einem normalen ersten Tag in Deutschland. Am Flughafen war noch alles einfach. Und danach? Danach musste ich mit 2 Koffern die richtige Bahn finden. Bist du direkt mit der S-Bahn in die Stadt gefahren? Ja, aber ich war nicht sicher, welches Ticket ich brauche. Das Ticketsystem war für mich am Anfang auch schwierig. Ein Mitarbeiter hat mir zum Glück geholfen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind praktisch, wenn sie pünktlich sind. Ja, das ist der wichtige Teil. Wohnst du zentral? Nicht ganz. Ich wohne in Bornheim. Das ist doch eine schöne Gegend. Ja, es gibt viele Cafés und kleine Geschäfte. Ich wohne in Bockenheim. Wie hast du deine Wohnung gefunden? Mit sehr viel Geduld. Das kenne ich. Ich habe jeden Tag viele Anzeigen gelesen. Und wie viele Besichtigungen hattest du? Ungefähr 12. Wow, das ist viel. Bei manchen Wohnungen waren mehr als 20 Personen. Bei mir war es ähnlich. Welche Dokumente musstest du zeigen? Mein Arbeitsvertrag, mein Ausweis und eine Selbstauskunft. Hattest du schon eine Schufa-Auskunft? Nein, und das war ein Problem. Neue Leute haben oft noch keine deutsche Schufa.
Genau, mein Arbeitgeber hat mir dann geholfen. Das war gut. Meine erste Wohnung war nur möbliert und sehr teuer. Das ist für den Anfang leider oft so. Später habe ich etwas Besseres gefunden. War die Kaution hoch? Ja, sie war fast so hoch wie 3 Monatsmieten. Das tut am Anfang wirklich weh. Besonders wenn man auch Möbel kaufen muss. Ich hatte am Anfang nur ein Bett und einen kleinen Tisch. Das klingt minimalistisch. Es sah eher traurig aus. Hast du deine Möbel neu gekauft? Einige, aber vieles habe ich gebraucht gekauft. Das habe ich auch gemacht. Nach dem Umzug kam dann die Anmeldung. Mein Lieblingsthema. Hast du schnell einen Termin bekommen? Nicht wirklich. Ich habe jeden Morgen online nach freien Terminen gesucht. Bei mir wurde plötzlich ein Termin frei. Hattest du alle Dokumente dabei? Fast alle. Was hat gefehlt? Die Wohnungsgeberbestätigung. Oh nein. Ich dachte, der Mietvertrag reicht. Das denken viele am Anfang. Zum Glück konnte mein Vermieter das Dokument schnell schicken. Mussten sie dir einen neuen Termin geben? Nein, die Mitarbeiterin war sehr freundlich. Das war Glück. Nach der Anmeldung kamen viele Briefe. Deutsche Behörden lieben Briefe. Und die Briefe sehen immer sehr wichtig aus. Auch wenn nur eine kleine Information darin steht. Am Anfang hatte ich bei jedem Brief Angst. Ich habe oft eine Übersetzungs-App benutzt. Ich auch, besonders bei langen Wörtern. Deutsch kann sehr lange Wörter bauen. Wie war dein Deutsch, als du angekommen bist? Ungefähr auf Niveau A2. Konntest du im Alltag alles verstehen? Nein, überhaupt nicht. Das beruhigt mich. Im Sprachkurs war alles klar und langsam. Und draußen sprechen plötzlich alle sehr schnell. Genau, besonders beim Bäcker. Die Frage nach der Tüte hat mich lange verwirrt. Mich hat immer die Frage nach dem Bon überrascht. Dann antwortet man zu spät und die Person wartet. Und man fühlt sich sofort wie ein Anfänger. Wie hast du dein Deutsch verbessert? Ich habe versucht, jeden Tag kleine Gespräche zu führen. Mit Kollegen? Ja, mit Kollegen, Nachbarn und Verkäufern. Ich schaue auch Serien auf Deutsch. Mit Untertiteln? Ja, aber auch auf Deutsch. Das hilft wirklich. Bei der Arbeit war die Sprache am Anfang schwierig. Arbeitest du in einem internationalen Team? Ja, aber viele Gespräche sind trotzdem auf Deutsch. Bei mir ist die Arbeit meistens auf Englisch. Ist das nicht bequemer? Schon, aber dadurch spreche ich weniger Deutsch. Das ist ein typisches Expat-Problem. Man kann in Frankfurt lange mit Englisch leben. Aber für Behörden und den Alltag braucht man Deutsch. Und für echte Gespräche mit Nachbarn.
Wie findest du die Arbeitskultur hier? Direkter als in Kanada. Was meinst du mit direkter? Wenn etwas nicht gut ist, sagen die Kollegen es oft klar. War das am Anfang unangenehm? Ein bisschen, aber jetzt finde ich es praktisch. Man weiß wenigstens, woran man ist. Genau. Ich musste mich auch an die Pünktlichkeit gewöhnen. Kommst du aus Spanien oft später? Nicht immer, aber 5 Minuten waren für mich kein Problem. Hier können 5 Minuten schon ein Thema sein. Jetzt bin ich meistens 10 Minuten zu früh. Du bist schon sehr deutsch geworden. Nur bei Terminen. Wie findest du Frankfurt als Stadt? Am Anfang fand ich die Stadt etwas kalt. Wegen der Hochhäuser? Ja, und weil viele Menschen sehr beschäftigt wirken. Das Zentrum kann hektisch sein. Aber später habe ich die ruhigeren Seiten entdeckt. Zum Beispiel den Main? Ja, ich gehe gern am Fluss spazieren. Im Sommer sitzen dort viele Leute zusammen. Man kann essen, reden oder einfach die Sonne genießen. Ich mag auch den Palmgarten. Dort ist es schön, wenn man Ruhe braucht. Und Frankfurt ist sehr international. Das ist für Expats ein großer Vorteil. Man hört jeden Tag viele Sprachen. Und man findet Essen aus vielen Ländern. Vermisst du spanisches Essen? Natürlich. Hast du hier gute spanische Restaurants gefunden? Ein paar, aber zu Hause schmeckt es anders. Das Essen aus der Heimat schmeckt immer besonders. Welche deutsche Spezialität magst du? Grüne Soße finde ich interessant. Interessant klingt nicht wie lecker. Beim ersten Mal war ich unsicher. Und jetzt? Jetzt esse ich sie gern mit Kartoffeln und Eiern. Das ist sehr typisch für Frankfurt. Magst du Apfelwein? Ehrlich gesagt nicht besonders. Er schmeckt am Anfang etwas sauer. Am Ende schmeckt er auch sauer. Das war sehr direkt. Ich passe mich an die deutsche Kultur an. Wie war es für dich, neue Freunde zu finden? Schwieriger als erwartet. Das höre ich von vielen Expats. Die Leute sind freundlich, aber oft schon sehr beschäftigt. Und viele haben ihre festen Freundeskreise. Genau. Wo hast du neue Leute kennengelernt? Im Sprachkurs und bei einer Sportgruppe. Das ist eine gute Idee. Bei regelmäßigen Aktivitäten sieht man dieselben Menschen öfter. So entstehen Freundschaften langsam. Und du? Ich habe Kollegen und andere Expats kennengelernt. Hast du auch deutsche Freunde? Ja, aber es hat etwas Zeit gebraucht. Ich glaube, man muss geduldig sein. Und selbst Einladungen machen. Man darf nicht immer warten. Genau. Wie findest du die Lebenshaltungskosten? Die Miete ist mein größtes Problem. Bei mir auch.
Supermärkte finde ich im Vergleich noch okay. Aber Restaurants sind deutlich teurer geworden. Deshalb koche ich häufiger zu Hause. Ich nehme auch oft Essen mit zur Arbeit. Hast du ein deutsches Bankkonto eröffnet? Ja, das brauchte ich für mein Gehalt. War es einfach? Online schon, aber ich musste meine Identität bestätigen. Ich hatte ein Gespräch per Video. Ich musste meinen Pass vor die Kamera halten. Das war bei mir genauso. Und dann kam die Karte per Post. In Deutschland kommt wirklich alles per Post. Sogar die Geheimzahl kam in einem anderen Brief. Sicherheit zuerst. Wie war dein erster Arztbesuch? Etwas chaotisch. Warum? Ich wusste nicht, dass viele Praxen nur mit Termin arbeiten. Hattest du deine Gesundheitskarte dabei? Ja, zum Glück. Ich hatte Angst, dass der Arzt nur Deutsch spricht. Hat er Englisch gesprochen? Ein bisschen, aber wir haben meistens Deutsch gesprochen. Das war bestimmt gutes Training. Ja, aber bei medizinischen Wörtern war ich unsicher. Dann ist Nachfragen besonders wichtig. Absolut. Was war deine größte Überraschung in Frankfurt? Wie schnell man aus der Stadt in die Natur kommt. Das stimmt. Man kann leicht in den Taunus fahren. Ich war dort schon oft wandern. Das ist ein guter Ausgleich zum Stadtleben. Meine größte Überraschung war der Sonntag. Weil die Geschäfte geschlossen sind? Ja, am ersten Sonntag hatte ich keinen Kaffee zu Hause. Das ist eine echte Expat-Krise. Ich bin durch die halbe Stadt gelaufen. Hast du etwas gefunden? Nur einen kleinen Laden am Bahnhof. Danach hast du sicher besser geplant. Jetzt kaufe ich samstags immer genug ein. Der ruhige Sonntag gefällt mir inzwischen. Mir auch, aber nur mit Kaffee. Was würdest du neuen Expats in Frankfurt empfehlen? Früh mit der Wohnungssuche beginnen. Und alle wichtigen Dokumente digital speichern. Außerdem sollte man ein bisschen Deutsch lernen. Auch einfache Sätze helfen schon sehr. Man sollte auch nicht nur in der Expat-Gruppe bleiben. Ja, lokale Aktivitäten sind wichtig. Und man darf am Anfang Fehler machen. Fehler gehören zum Leben in einem neuen Land. Manchmal sind sie später sogar lustige Geschichten. Wie dein Sonntag ohne Kaffee. Darüber kann ich heute lachen. Fühlst du dich inzwischen in Frankfurt zu Hause? Ja, aber nicht jeden Tag gleich. Was meinst du? Manchmal fühle ich mich ganz normal hier. Und manchmal? Manchmal vermisse ich meine Familie und meine Sprache. Das kenne ich sehr gut. Dann telefoniere ich mit meiner Familie oder koche etwas aus Kanada. Ich höre spanische Musik oder treffe Freunde. Heimweh verschwindet nicht komplett. Aber man lernt, damit umzugehen. Und langsam baut man sich ein neues Zuhause auf.
Mit neuen Freunden, neuen Gewohnheiten und vielen Formularen. Die Formulare gehören leider auch dazu. Bereust du deinen Umzug nach Frankfurt? Nein, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Es war nicht immer einfach, aber ich habe viel gelernt. Über Deutschland? Über Deutschland und über mich selbst. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, unsere Erfahrungen helfen anderen Expats. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und bis bald. Hallo und willkommen zu unserem Podcast aus Berlin. Heute sprechen wir über das Leben als Expat in dieser Stadt. Ich bin Matteo und komme aus Argentinien. Und ich bin Lina und komme aus Schweden. Wir sitzen heute in meiner Wohnung in Neukölln. Und draußen hört man natürlich die Stadt. Berlin ist selten ganz still. Das war am Anfang eine große Veränderung für mich. Wie lange wohnst du schon hier? Seit fast 3 Jahren. Ich bin seit ungefähr 2 Jahren in Berlin. Warum bist du nach Berlin gezogen? Ich habe hier eine Stelle bei einer kleinen Firma gefunden. Arbeitest du in einem internationalen Team? Ja, wir sprechen meistens Englisch. Das ist in Berlin ziemlich häufig. Es ist praktisch, aber mein Deutsch verbessert sich dadurch langsamer. Das kenne ich sehr gut. Warum bist du hierher gezogen? Ich wollte in einer großen und kreativen Stadt leben. Und war Berlin so, wie du es erwartet hast? Teilweise. Was war anders? Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ja, jede Fahrt dauert länger als erwartet. Man sagt schnell, das ist doch auch in Berlin. Und dann fährt man fast eine Stunde. Genau. In welchem Stadtteil wohnst du? Ich wohne in Moabit. Gefällt es dir dort? Ja, es ist lebendig, aber nicht überall so touristisch. Hast du schnell eine Wohnung gefunden? Nein, überhaupt nicht. Wie lange hast du gesucht? Fast 4 Monate. Das ist leider keine Überraschung. Bei jeder Besichtigung waren sehr viele Leute. Welche Unterlagen brauchtest du? Meinen Arbeitsvertrag, einen Einkommensnachweis und viele Formulare. Hattest du schon eine Schufa-Auskunft? Am Anfang nicht. Das macht die Suche für neue Expats schwieriger. Ja, deshalb habe ich zuerst in einer Wohngemeinschaft gewohnt. War das eine gute Erfahrung? Meistens schon. Was bedeutet meistens? Mein Mitbewohner hat nachts sehr laut Musik gehört. Das klingt sehr nach Berlin. Einmal hat er an einem Dienstag eine Party gemacht. Und du musstest am nächsten Morgen arbeiten. Natürlich. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aber erst nach der 3. Party.
Du warst sehr geduldig. Oder zu schüchtern. Ich hatte am Anfang auch Probleme mit Nachbarn. Wegen Lärm? Nein, wegen der Mülltrennung. Was ist passiert? Ich habe einen Karton in die falsche Tonne geworfen. Hat jemand etwas gesagt? Eine Nachbarin hat sofort an meiner Tür geklingelt. War sie unfreundlich? Sie war sehr direkt, aber sie hat es mir erklärt. Das ist manchmal typisch. Danach hatte ich Angst vor jedem Mülleimer. Jetzt bist du bestimmt ein Experte. Fast. Wie war deine Anmeldung? Stressig, weil ich lange keinen Termin gefunden habe. Hattest du alle Dokumente dabei? Zum Glück ja. Auch die Wohnungsgeberbestätigung? Ja, ein Freund hatte mich vorher gewarnt. Sehr gut. Die Mitarbeiterin im Bürgeramt war freundlich. Das freut mich. Ich habe nicht alles verstanden, aber sie hat langsam gesprochen. Berlin kann manchmal überraschend freundlich sein. Und manchmal überraschend direkt. Besonders im Kundenservice. Oder beim Bäcker am Morgen. Dort muss man schnell wissen, was man möchte. Ich habe einmal zu lange überlegt. Was ist passiert? Die Verkäuferin hat einfach den nächsten Kunden gefragt. Das war deine erste Berliner Prüfung. Seitdem übe ich meine Bestellung vorher. Was bestellst du normalerweise? Ein Brötchen mit Käse und einen Kaffee. Sehr sicher und praktisch. Wie bewegst du dich durch die Stadt? Meistens mit der U-Bahn oder dem Fahrrad. Fährst du gern Fahrrad in Berlin? Ja, aber an großen Kreuzungen bin ich vorsichtig. Ich finde den Verkehr manchmal chaotisch. Man muss immer auf Autos, Busse und andere Fahrräder achten. Und auf Menschen auf dem Radweg. Das passiert sehr oft. Die öffentlichen Verkehrsmittel finde ich trotzdem praktisch. Ja, man kommt auch nachts noch nach Hause. Manchmal muss man aber lange warten. Oder plötzlich fährt der Zug nicht weiter. Dann folgen alle einer unbekannten Person zum Ersatzbus. Und niemand weiß genau, ob es der richtige Weg ist. Das ist echtes Teamwork. Wie findest du die Arbeitskultur in Berlin? In meiner Firma ist sie ziemlich locker. Was bedeutet locker? Wir tragen normale Kleidung und sprechen alle mit Du an. Habt ihr flexible Arbeitszeiten? Ja, aber die Aufgaben müssen natürlich fertig sein. Bei mir ist es ähnlich. Arbeitest du noch in einer Designagentur? Ja, aber ich arbeite jetzt teilweise von zu Hause. Gefällt dir das? Ja, aber manchmal fehlt mir der Kontakt zu Kollegen. Dann arbeitest du in Cafés? Manchmal, aber nicht jedes Café mag Laptops. Und ein Kaffee für 5 Stunden ist auch nicht ideal. Genau, deshalb gehe ich manchmal in eine Bibliothek.
Wie hast du Freunde in Berlin gefunden? Durch einen Sprachkurs und eine Laufgruppe. War es einfach? Am Anfang schon, aber viele Leute ziehen wieder weg. Das finde ich auch schwierig. Man lernt jemanden kennen und plötzlich zieht die Person nach Hamburg. Oder zurück in ihr Heimatland. Berlin hat viele neue Menschen, aber auch viele Abschiede. Hast du deutsche Freunde? Ja, aber die Freundschaften haben Zeit gebraucht. Bei mir war es ähnlich. Regelmäßige Treffen helfen. Zum Beispiel Sport, Kurse oder gemeinsame Hobbys. Genau. Was machst du am Wochenende gern? Ich gehe auf Märkte oder in einen Park. Welchen Park magst du besonders? Ich mag das Tempelhofer Feld. Dort fühlt sich die Stadt plötzlich sehr weit an. Man kann spazieren, Fahrrad fahren oder einfach sitzen. Ich gehe gern in den Tiergarten. Dort vergesse ich manchmal, dass ich mitten in einer Großstadt bin. Berlin hat überraschend viele grüne Orte. Und viele Seen in der Umgebung. Im Sommer fahren alle gleichzeitig dorthin. Dann ist der Zug voller Menschen mit Handtüchern. Und alle haben dieselbe Idee. Was isst du gern in Berlin? Ich mag die internationale Auswahl. Ja, man findet Essen aus fast allen Ländern. Ich esse gern vietnamesisch und türkisch. Ich mag auch die kleinen Imbisse. Und natürlich Currywurst. Mit oder ohne Darm? Diese Frage hat mich am Anfang völlig verwirrt. Mich auch. Wie findest du das Berliner Wetter? Der Winter ist für mich schwierig. Wegen der Kälte? Mehr wegen der Dunkelheit und des grauen Himmels. Im November sieht alles ein bisschen müde aus. Dann brauche ich viele warme Lampen zu Hause. Der Frühling fühlt sich dafür besonders schön an. Sobald die Sonne kommt, sitzen alle draußen. Auch wenn es noch ziemlich kalt ist. Hauptsache Sonne. Was war deine größte kulturelle Überraschung? Dass man Termine so weit im Voraus plant. Spontane Treffen sind manchmal schwierig. Eine Freundin hat mich einmal für einen Kaffee in 3 Wochen eingeladen. Das klingt sehr organisiert. Inzwischen mache ich es selbst genauso. Meine Überraschung war der Sonntag. Wegen der geschlossenen Geschäfte? Ja, ich hatte am ersten Sonntag keinen Einkauf zu Hause. Das passiert fast jedem Expat einmal. Jetzt kaufe ich immer am Samstag ein. Der ruhige Sonntag gefällt mir inzwischen. Mir auch, solange der Kühlschrank voll ist. Fühlst du dich in Berlin sicher? Meistens ja, aber nachts bin ich aufmerksam. Das mache ich auch. Manche Bahnhöfe wirken spät am Abend etwas unangenehm. Dann gehe ich lieber in der Nähe anderer Menschen. Und ich sage Freunden, wenn ich zu Hause bin. Das ist immer eine gute Idee.
Wie war dein erster Arztbesuch hier? Nicht einfach, weil ich lange nach einer Praxis gesucht habe. Hast du eine englischsprachige Ärztin gefunden? Ja, aber ich musste einige Wochen auf den Termin warten. Die Gesundheitskarte war am Anfang auch neu für mich. Aber wenn man das System versteht, wird es leichter. Was vermisst du aus Schweden? Meine Familie, die Ruhe und manche Lebensmittel. Ich vermisse gutes Essen aus Argentinien. Findest du es hier? Manchmal, aber es schmeckt nie ganz gleich. Das Essen aus der Heimat hat auch viele Erinnerungen. Genau. Was hilft dir bei Heimweh? Ich telefoniere mit meiner Familie und koche etwas Typisches. Ich treffe Freunde oder gehe lange spazieren. Berlin kann anonym sein, aber auch sehr frei. Das ist eine gute Beschreibung. Man kann hier viele verschiedene Lebensstile sehen. Und man muss nicht immer in eine feste Rolle passen. Das mögen viele Expats an der Stadt. Aber Freiheit bedeutet manchmal auch Unsicherheit. Besonders bei Wohnung, Arbeit und Freundschaften. Man braucht Geduld. Was würdest du neuen Expats empfehlen? Früh mit der Wohnungssuche anfangen. Und alle wichtigen Dokumente gut organisieren. Außerdem sollte man ein bisschen Deutsch lernen. Auch wenn viele Menschen Englisch sprechen. Deutsch hilft bei Behörden, Nachbarn und im Alltag. Man sollte auch verschiedene Stadtteile besuchen. Berlin ist nicht nur das Zentrum. Jeder Bezirk fühlt sich anders an. Und man sollte nicht erwarten, dass sofort alles perfekt ist. Das Ankommen braucht Zeit. Fühlst du dich inzwischen als Berliner? Noch nicht ganz. Was fehlt noch? Vielleicht muss ich noch schneller beim Bäcker bestellen. Dann bist du fast bereit. Und du? Ich fühle mich inzwischen zu Hause, aber immer noch als Expat. Vielleicht kann man beides gleichzeitig sein. Ja, das finde ich schön. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Danke, dass ihr uns aus Berlin zugehört habt. Wir hoffen, unsere Erfahrungen waren hilfreich. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und bis bald. Hey, endlich Sonne. Ja, ich habe fast vergessen, wie Sommer aussieht. Typisch deutscher Sommer. Erst Regen, dann plötzlich 30 Grad. Und alle tun so, als wäre das normal. Ich schwitze schon, obwohl wir nur sitzen. Willst du ein Wasser? Ja, bitte. Hier. Danke. Der Park ist heute richtig voll. Klar, alle wollen raus. Ich mag diese Stimmung. Ich auch. Im Sommer fühlt sich Deutschland anders an. Total. Die Leute lachen mehr. Und sie sitzen überall auf der Wiese. Mit Decken, Snacks und viel zu kleinen Grills. Sehr deutsch.
Oder sehr studentisch. Auch wahr. Wie läuft es eigentlich bei dir? Ganz gut, aber ich denke viel über die Zukunft nach. Wegen der Uni? Ja, und wegen Arbeit. Du bist doch bald fertig, oder? Fast. Nur noch die Bachelorarbeit. Wow, das ist groß. Ja, aber auch ein bisschen beängstigend. Warum? Danach kommt kein klarer Plan mehr. Das verstehe ich. Schule, Uni, alles hatte eine Struktur. Und jetzt musst du selbst entscheiden. Genau. Weißt du schon, worüber du schreiben willst? Vielleicht über nachhaltige Mobilität in Städten. Das klingt sehr aktuell. Ja, aber ich muss das Thema noch kleiner machen. Sonst wird es zu viel. Genau. Und danach? Vielleicht mache ich ein Praktikum. In Deutschland? Ja, am liebsten in Hamburg oder Berlin. Warum Hamburg? Ich mag Wasser und die Stadt wirkt ruhig. Ruhig, aber auch teuer. Leider ja. Berlin ist auch nicht mehr billig. Stimmt. Aber hier gibt es viele Jobs. Das ist der Vorteil. Ich denke auch viel über die Zukunft nach. Wegen deiner Ausbildung? Ja, Du wolltest doch etwas im sozialen Bereich machen. genau. Vielleicht Erzieherin oder Sozialarbeiterin? Das passt zu dir. Findest du? Ja, du kannst gut zuhören. Das ist nett. Und du bleibst ruhig, wenn andere Stress machen. Nicht immer. Meistens. Ich habe nur Angst vor der Sprache. Dein Deutsch ist schon gut. Ja, im Alltag vielleicht. Aber im Beruf ist es schwerer. Genau. Man muss richtig reagieren. Besonders mit Kindern und Eltern. Ja, und mit Formularen. Formulare sind der Endgegner. Absolut. Willst du in Deutschland bleiben? Ich glaube ja. Glaubst du oder weißt du? Gute Frage. Ich frage mich das auch oft. Manchmal fühle ich mich hier frei. Und manchmal fremd? Ja, genau. Das kenne ich. Im Sommer fühle ich mich mehr zu Hause. Im Winter weniger? Viel weniger. Der Winter ist lang. Und dunkel. Und man sieht selten Menschen. Alle verschwinden in ihren Wohnungen. Wie Bären. Nur mit Steuererklärung. Sehr traurige Bären. Aber jetzt ist Sommer. Ja, jetzt dürfen wir optimistisch sein. Hast du Pläne für die Ferien? Vielleicht fahre ich mit Freunden an die Ostsee. Schön. Nur für ein paar Tage. Zelten? Vielleicht, aber ich bin nicht sicher. Warum nicht? Ich liebe Natur, aber ich hasse Mücken.
Das ist ein Problem. Und ich schlafe schlecht im Zelt. Dann nimm eine Jugendherberge. Vielleicht ist das besser. Ich will im August nach Italien fahren. Allein? Vielleicht mit meiner Schwester. Kommt sie nach Deutschland? Ja, für 2 Wochen. Schön. Ich freue mich sehr. Vermisst du deine Familie oft? Ja, besonders bei kleinen Dingen. Zum Beispiel? Beim Essen. Das verstehe ich. Oder wenn ich krank bin. Dann will man nicht allein sein. Genau. Meine Mutter ruft mich immer an, wenn es regnet. Warum? Sie denkt, ich habe keine Jacke. Hat sie recht? Leider oft. Mütter wissen alles. Ja, auch aus der Ferne. Denkst du manchmal daran, zurückzugehen? Manchmal. Und dann? Dann denke ich an meine Ziele hier. Was sind deine Ziele? Ich will einen guten Job finden. Klar. Ich will finanziell unabhängiger sein. Das klingt erwachsen. Leider ja. Und sonst? Ich will besser Deutsch sprechen. Das wollen wir alle. Aber wirklich sicher. So, dass du nicht mehr vorher jeden Satz planst? Genau. Das wäre schön. Und du? Ich will eine Ausbildung anfangen. Wann? Vielleicht nächstes Jahr. Das ist bald. Ja, und deshalb bin ich nervös. Hast du schon Bewerbungen geschrieben? Noch nicht. Warum nicht? Weil ich Angst vor Absagen habe. Das ist normal. Ich weiß. Aber ohne Bewerbung gibt es auch keine Zusage. Das klingt wie ein Kalenderspruch. Aber ein guter. Leider ja. Ich kann deine Bewerbung lesen. Wirklich? Klar. Das wäre super. Dann machen wir das zusammen. Danke. Gern. Und ich helfe dir mit deiner Bachelorarbeit. Du? Ja, ich kann Kaffee bringen. Sehr wichtige Hilfe. Und ich kann sagen, ob du noch lebst. Noch wichtiger. Siehst du, Teamarbeit. Perfekt. Manchmal denke ich, wir sind noch sehr jung. Wir sind auch jung. Aber in Deutschland fühlt man sich schnell erwachsen. Wegen Miete, Versicherung und Termin. Und wegen Mülltrennung. Mülltrennung macht alle erwachsen. Ich hatte am Anfang so viele Fragen. Papier, Bio, Plastik, Restmüll. Und Glas nach Farben. Das war mein Kulturschock. Nicht die Sprache? Auch, aber Glas war schlimmer. Ich habe einmal braunes Glas in Weißglas geworfen.
Skandal. Ein Mann hat mich sehr ernst angeschaut. Deutsche Kontrolle. Ich habe mich sofort entschuldigt. Und jetzt bist du Profi. Fast. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Eine kleine Wohnung mit Balkon. Sehr schön. Nicht groß, aber hell. Mit Pflanzen? Viele Pflanzen. Natürlich. Und du? Ich wünsche mir Stabilität. Das klingt einfach, aber ist es nicht. Genau. Ein Job, eine Wohnung, ein gutes Gefühl. Ja, und gute Freunde. Die hast du schon. Zum Glück. Ich auch. Das macht Deutschland leichter. Sehr viel leichter. Ohne Freunde wäre alles schwerer. Besonders an grauen Tagen. Oder wenn ein Brief vom Amt kommt. Dann braucht man emotionale Unterstützung. Und Google-Übersetzer. Beides. Willst du irgendwann eine eigene Familie haben? Vielleicht, aber nicht jetzt. Ja, ich auch nicht jetzt. Ich will zuerst mich selbst verstehen. Das ist ein großes Projekt. Ein sehr großes. Mit vielen Formularen. Hoffentlich nicht. Doch, mindestens ein Formular für Gefühle. Bitte in einfacher Sprache. Natürlich. Ich glaube, ich will zuerst reisen. Wohin? Nach Spanien, Portugal und vielleicht Griechenland. Klingt warm. Ja, ich brauche Sonne. Dann bist du in Deutschland mutig. Oder naiv. Vielleicht beides. Und du? Ich will Skandinavien sehen. Noch mehr Kälte? Ja, aber schöne Kälte. Interessant. Und ich will die Nordlichter sehen. Das klingt wirklich schön. Vielleicht nach dem Studium. Als Belohnung. Genau. Was macht dir gerade Hoffnung? Dass ich nicht mehr so verloren bin wie am Anfang. Das ist schön. Ich verstehe mehr. Die Sprache? Die Sprache und das Leben hier. Ja, man lernt beides zusammen. Und du? Mich macht Hoffnung, dass ich mutiger werde. Das merkt man. Früher hatte ich Angst, jemanden anzurufen. Telefonieren auf Deutsch ist hart. Sehr hart. Und jetzt? Jetzt mache ich es trotzdem. Das ist Fortschritt. Langsamer Fortschritt, aber Fortschritt. Langsam ist okay. Yeah. Wir müssen nicht alles sofort wissen. Stimmt. Wir dürfen jung und unsicher sein. Das klingt besser als chaotisch. Aber chaotisch sind wir auch. Ein bisschen. Okay, ein bisschen viel. Aber wenigstens sitzen wir in der Sonne.
Mit Wasser und Zukunftsangst. Und Hoffnung. Ja, und Hoffnung. Das ist doch ein guter Sommerplan. Finde ich auch. Komm, wir gehen später noch Eis essen. Sehr gern. Aber erst bleiben wir noch kurz hier. Ja, der Moment ist schön. Und heute müssen wir nichts entscheiden. Nur atmen. Und Deutsch sprechen. Das machen wir schon ziemlich gut. Ja, irgendwie schon. Auf unseren deutschen Sommer. Und auf unsere Zukunft. Auch wenn sie noch unklar ist. Gerade deshalb. Gerade deshalb. Das war eine gute Idee mit der Bäckerei. Ja, der Duft war schon von draußen schön. Ich wollte eigentlich nur ein Brötchen kaufen. Und jetzt hast du eine ganze Tüte. Das passiert mir in deutschen Bäckereien immer. Mir auch. Was hast du gekauft? Eine Brezel und ein Stück Apfelkuchen. Apfelkuchen zum Abend? Warum nicht? Guter Punkt. Und du? 2 Brötchen und ein Nussgebäck. Du sagst immer, du willst sparen. Ja, aber dann sehe ich Nussgebäck. Das ist natürlich ein Notfall. Genau, ein süßer Notfall. Die Frau in der Bäckerei war sehr nett. Ja, aber sie hat sehr schnell gesprochen. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich auch. Aber du hast gut reagiert. Ich habe einfach gelächelt und genau gesagt. Das ist eine wichtige Überlebensstrategie. In Deutschland lernt man schnell genau. Und passt so. Das benutze ich noch zu selten. Heute hast du es gut gesagt. Ich war stolz. Solltest du auch sein. Am Anfang hatte ich Angst, in eine Bäckerei zu gehen. Wirklich? Ja, weil alles so schnell geht. Man muss sofort wissen, was man will. Und hinter einem warten schon 3 Personen. Mit sehr ernsten Gesichtern. Genau. Ich übe manchmal vorher im Kopf. Was sagst du dann? Ich hätte gern eine Brezel, bitte. Sehr sicher. Nur im Kopf. Und in echt? In echt sage ich manchmal ein Brezel. Oh nein. Ja, und dann korrigiert mich mein Gesicht selbst. Dein Gesicht spricht besser Deutsch als du? Manchmal ja. Das ist ein Talent. Danke. Ich habe einmal Schrippe gesagt. Das ist doch okay in Berlin? Ja, aber wir waren nicht in Berlin. Oh. Die Verkäuferin hat mich angeschaut und gesagt, Sie meinen Brötchen? Sehr trocken. Sehr deutsch? Aber jetzt bist du besser vorbereitet. Ja, ich sage einfach Brötchen. Das ist sicher. Findest du diese Straße schön? Ja, total schön. Die alten Häuser sehen aus wie aus einem Film. Oder wie aus einem Märchenbuch.
Ich dachte früher, solche Orte gibt es nur auf Postkarten. Und jetzt stehen wir hier mit Papiertüten. Sehr romantisch. Sehr hungrig. Auch das. Ich mag kleine deutsche Städte im Sommer. Warum? Alles ist ruhiger. Das stimmt. Man hört Schritte auf den Steinen. Und irgendwo sitzt immer jemand mit Kaffee. Oder mit Kuchen. Kuchen ist hier fast eine eigene Kultur. Kaffee und Kuchen ist wirklich wichtig. Ich habe das zuerst nicht verstanden. Was genau? Warum man nachmittags extra Kuchen isst. Jetzt verstehst du es. Ja, absolut. Integration durch Kuchen. Das sollte im Sprachkurs stehen. Kapitel 1. Kuchen bestellen. Kapitel 2. Freundlich nicken. Kapitel 3. Pfandautomat überleben. Oh, Pfandautomat ist schwerer als Grammatik. Fast. Wie war eigentlich dein Tag? Ganz gut, aber etwas lang. Wegen der Arbeit? Ja, ich hatte viele Kundengespräche. Auf Deutsch? Ja, fast alle. Respekt. Danke, aber ich war danach komplett müde. Das kenne ich. Manchmal verstehe ich die Wörter, aber nicht die Stimmung. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob jemand sauer ist oder nur direkt. Ah ja, das ist schwierig. Heute hat ein Kunde nur gesagt, das geht nicht. Ohne Lächeln? Ohne alles. Und dann? Ich dachte, er ist böse. War er böse? Nein, er meinte nur den Termin. Deutsch kann hart klingen. Ja, aber oft ist es nicht hart gemeint. Das musste ich auch lernen. Und dein Tag? Ich hatte heute ein Gespräch wegen eines Praktikums. Wirklich? Ja? Warum hast du nichts gesagt? Ich wollte nicht vorher nervös darüber reden. Und wie war es? Besser als gedacht. Das klingt gut. Sie waren freundlich. Hast du alles verstanden? Nicht alles, aber genug. Das ist ein Erfolg. Ich habe zweimal um Wiederholung gebeten. Sehr gut. Früher hätte ich einfach Ja gesagt. Auch wenn du nichts verstehst. Genau. Das ist gefährlich. Ja, besonders bei Verträgen. Oder bei Arbeitszeiten. Stimmt. Wann bekommst du eine Antwort? Vielleicht nächste Woche. Bist du nervös? Ja, sehr. Aber du hast es gemacht. Das ist schon viel. Genau. Und du wolltest doch auch etwas Neues anfangen. Ja, ich denke über eine Ausbildung nach. Immer noch im sozialen Bereich? Ja, vielleicht mit Kindern. Das passt sehr zu dir. Findest du? Ja, du bist geduldig.
Nicht immer. Aber meistens. Ich habe Angst vor den Fachwörtern. Das verstehe ich. Alltagssprache ist okay. Aber Arbeitssprache ist anders. Genau. Vielleicht kannst du ein Praktikum machen. Daran denke ich auch. Dann merkst du, ob es passt. Ja, und ich kann die Sprache üben. Das wäre gut. Manchmal frage ich mich, ob wir hier wirklich bleiben. Ich mich auch. Und? Ich weiß es nicht sicher. Ehrliche Antwort. Manche Tage fühlen sich richtig an. Und manche Tage nicht? Ja, Bei mir ist es genauso. heute fühlt es sich gut an. Ja, heute schon. Sonne, alte Häuser, frisches Brot. Und keine Briefe vom Amt. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Was wünschst du dir für nächstes Jahr? Mehr Sicherheit. In welchem Sinn? Bei der Sprache, beim Geld, bei meinen Plänen. Das klingt gut. Und du? Ich wünsche mir einen Job, der mich nicht kaputt macht. Das ist ein sehr erwachsener Wunsch. Leider ja. Und eine Wohnung? Ja, bitte eine kleine Wohnung mit Balkon. Alle wollen Balkon. In Deutschland ist Balkon Luxus. Vor allem im Sommer. Dann trinkt man Kaffee draußen und fühlt sich reich. Auch wenn das Konto weint. Genau. Ich hätte gern eine Küche mit Fenster. Sehr spezifisch. Ja, aber wichtig. Warum? Ich will kochen und dabei Licht haben. Das klingt schön. Und du kommst dann zum Essen. Natürlich. Aber du bringst Brot mit. Aus dieser Bäckerei? Genau. Abgemacht. Schau mal, die Lichter gehen an. Das sieht wirklich schön aus. Manchmal ist Deutschland sehr grau. Aber manchmal ist es genau so. Warm, ruhig und freundlich. Dann vergisst man kurz den Stress. Ja, Willst du gleich noch zum Fluss gehen? gern. Dann essen wir dort die Brezel. Und den Apfelkuchen. Teilen wir? Vielleicht. Vielleicht? Apfelkuchen ist ernst. Ich verstehe. Aber du bekommst ein kleines Stück. Sehr großzügig. Ich bin heute nett. Heute? Meistens. Das stimmt. Komm, bevor es dunkel wird. Ja, gehen wir. Und nächste Woche feiern wir dein Praktikum. Nur wenn ich die Zusage bekomme. Nein, wir feiern auch deinen Mut. Das klingt besser. Und du hilfst mir dann mit meiner Bewerbung. Auf jeden Fall. Gut.
Dann haben wir doch einen Plan. Einen kleinen Plan. Kleine Pläne reichen manchmal. Ja, besonders im Sommer. Und mit Brot? Und mit Brot. Talkie Italiano. Talkie Spanish. Talkie Dutch. Talkie Korean. Talkie Arabic. Talkie Japanese. Talkie Czech. Talkie German. Talkie French. Talkie English. Talkie Italiano. Talkie Spanish. Talkie Dutch. Talkie Korean. Talkie Arabic.
Toki Japanese. Talkie Czech. Talkie German. Talkie French. Talkie English.